Die Macht der Routinen. Hallo Jonas. Mensch, ewig nicht gesehen. Wie geht's dir? Du siehst etwas müde aus. Läuft alles okay? Hey Sophie, bin ziemlich erledigt. Ich habe mich mal wieder in eine Netflix-Serie reingesteigert und bis 2 Uhr geguckt. Aber du siehst unglaublich frisch aus. Was machst du denn? Ich habe vor ein paar Monaten angefangen, meine Routinen systematisch zu ändern. Morgens meditiere ich 5 Minuten, mache einfache Dehnübungen und notiere mir 3 Ziele für den Tag. Das klingt nicht nach viel, aber es hat mich enorm fokussiert und beruhigt. 3 Ziele am Tag? Ich habe meistens 30 To-Dos. Und am Ende kriege ich nichts richtig hin. Wie schaffst du es, so früh schon so fokussiert zu sein? Ich bin morgens eher ein Zombie, der verzweifelt seinen zweiten Socken sucht. Ich war auch so. Die Schlummertaste war mein bester Freund. Aber dann habe ich den Wecker ans andere Ende des Zimmers gestellt. Ich muss aufstehen, um ihn auszuschalten, und bin sofort ein bisschen wacher. Dann öffne ich das Fenster, atme tief durch und gönne mir eine kurze, bewusste Pause. Klingt fast zu simpel, aber vielleicht ist das genau der Trick. Bei mir liegt der Wecker neben dem Kopfkissen und ich klatsche nur drauf. Womit startest du dann, wenn du wach bist? Ich trinke als erstes ein großes Glas Wasser. Danach setze ich mich hin und meditiere 5 Minuten. Ich habe gelesen, dass schon wenige Minuten Meditation den Cortisolspiegel senken können. Eine Studie der American Psychological Association deutet darauf hin, dass regelmäßige Kurzmeditation signifikant zur Stressreduktion beiträgt. Und danach schreibe ich meine 3 Tagesziele auf. So bleibe ich fokussiert, ohne mich zu überfrachten. Klingt interessant. Ich habe gehört, Meditation soll gut sein, aber hab's nie ernsthaft versucht. Und was, wenn du eigentlich 10 dringende Dinge erledigen musst? Ich habe auch oft mehr zu tun. Aber ich wähle die 3 wichtigsten Aufgaben, die ich unbedingt erledigen will. Der Rest ist Bonus. Dadurch fühle ich mich am Tagesende nicht frustriert, sondern habe ein Erfolgserlebnis. Und abends versuche ich rechtzeitig abzuschalten. Laut einem Bericht der Sleep Foundation aus 2021 verbessert allein das Vermeiden von Bildschirmen eine halbe Stunde vor dem Schlafengehen die Schlafqualität um bis zu 30%. Abschalten ist genau mein Problem. Ich scrolle durch Instagram oder schaue Serien, bis ich halb überdreht bin. Danach kann ich stundenlang nicht pennen. Das kenne ich. Deshalb schalte ich mindestens 1 Stunde vor dem Schlafengehen alle Geräte aus. Manchmal lese ich was, höre Musik oder führe ein Tagebuch. Dieses handyfreie Zeitfenster bereitet den Körper besser auf den Schlaf vor. Die Sleep Foundation sagt auch, dass das blaue Licht der Bildschirme den Melatoninspiegel unterdrückt. Ein Tagebuch? Das hatte ich zuletzt in der Schule mit irgendwelchen Fußballstickern. Aber vielleicht beruhigt es wirklich den Kopf. Auf jeden Fall. Ich schreibe abends auf, was gut lief, was ich anders machen will und schließe den Tag gedanklich ab. Hier, schau mal. Ich habe sogar eine kleine Tabelle in meinem Notizbuch, die mir meine Routinen nochmal verdeutlicht. Sophies Routinentabelle. Morgens. Aufstehen ohne Snooze, Wecker entfernt. Glas Wasser trinken. 5 Minuten Meditation. Leichte Dehnübungen. 3 Ziele notieren. Mittags. Handyfreie Zeitblöcke. Pomodoro 25,5. Kurzes Innehalten, Atemübung. Gesunde Snacks. Obst, Nüsse. Abends. Geräte mindestens 30 bis 60 Minuten vorher aus. Lesen, entspannen, Tagebuchoption. Eventuell 4-7-8 Atemtechnik zum Runterkommen. Ausreichend schlafen, mindestens 7 Stunden. Nicht schlecht, so schwarz auf weiß wirkt das noch klarer. Morgens, mittags, abends, das hilft sicher, den Überblick zu behalten. Genau. Ich habe das mal stichpunktartig runtergeschrieben,
damit ich mir selbst die Strukturen besser einpräge. Die Pomodoro-Technik, 25 Minuten arbeiten, 5 Minuten Pause, mache ich oft mittags, wenn mich das Handy lockt. Und abends halte ich mich so gut es geht an das Geräteverbot. Handyfreie Zeitblöcke klingen sinnvoll. Ich nehme mir immer vor, nur kurz aufs Handy zu schauen und merke dann, dass 40 Minuten weg sind. Und wie gehst du mit Tagen um, an denen du einfach null Motivation hast? Passiert mir oft, besonders wenn ich Stress habe. Wenn ich an so einem Tag total überfordert bin, mache ich einfach die Light-Version meiner Routinen. Statt 5 Minuten Meditation nur 2. Oder statt ausführlicher Dehnübungen eine schnelle Stretching-Session. Alles ist besser als nichts. Der Trick ist, die Routine nicht ganz fallen zu lassen, sondern sie an stressige Zeiten anzupassen. So bleibst du drin, ohne dich zu überfordern. Das klingt sinnvoll. Oft schmeiße ich nämlich gleich alles hin, sobald es mal stressig wird. Und was ist mit Schlafproblemen? Wenn ich sehr aufgedreht bin, liege ich teils stundenlang wach. Da kann die 4-7-8-Atemtechnik helfen. Du atmest 4 Sekunden ein, hältst den Atem 7 Sekunden an und atmest dann 8 Sekunden lang aus. Das verlangsamt den Herzschlag und beruhigt das Nervensystem. Außerdem sorge ich abends für gedämpftes Licht, so eine kleine Lampe mit warmer Lichtfarbe statt grellem Weiß. Das signalisiert dem Körper, dass es Zeit wird, runterzufahren. Klingt wie ein guter Plan. Ich habe von sowas schon gehört, aber nie ausprobiert. Vielleicht wird's Zeit. Unbedingt. Du wirst merken, wie schnell sich dein Körper entspannt. Und auch hier gilt, selbst wenn du es nur einmal am Tag für ein paar Atemzüge machst, ist das schon ein Anfang. Okay, ich glaube, ich versuche das alles mal. Wecker wegräumen, ein Glas Wasser, deine Tabelle im Hinterkopf behalten und abends Geräte aus. Klingt nach einem halben Wunder, wenn das wirklich klappt. Ich freue mich schon zu hören, wie es dir damit geht. Vor allem die Abendroutine macht einen riesigen Unterschied, wenn man wirklich dranbleibt. Und denk immer daran, klein anfangen ist besser als gar nicht anfangen. 3 Wochen später. Na, Jonas? Wie ist es dir in den letzten Wochen ergangen? Hast du deine Routinen ein bisschen durchziehen können? Ich hab's versucht und ehrlich gesagt, es hat sich wirklich einiges verändert. Natürlich nicht perfekt, aber deutlich besser als vorher. Du wirst lachen, aber ich vermisse mein altes Chaos kaum noch. Das klingt doch super. Was genau hast du geschafft? Erstmal, der Wecker steht jeden Abend am anderen Ende des Zimmers. Ich muss aufstehen, um ihn auszumachen. Danach gleich Wasser trinken. Das habe ich übernommen. Und dann setze ich mich wirklich für ein paar Minuten hin. Nicht immer 5, manchmal nur 2. Aber ich mach's. Genau darum geht's. Nicht perfekt sein, sondern dranbleiben. Und wie läuft's mit den Tageszielen? Ich schreibe sie jeden Morgen auf. 3 Dinge. Manchmal ist's einkaufen gehen, manchmal Mitarbeitergespräch vorbereiten, aber es gibt mir einen Rahmen. Ich hetze nicht mehr so planlos durch den Tag. Klasse! Und was ist mit dem abendlichen Abschalten? Läuft erstaunlich gut. Ich schaffe es mittlerweile, mein Handy spätestens um 21:30 Uhr wegzulegen, manchmal schon um 9. Ich habe mir eine Leselampe mit warmem Licht gekauft und lese jetzt abends Krimis. Ab und zu schreibe ich auch Tagebuch, wenn der Kopf zu voll ist. Und ich habe die 4-7-8-Atemtechnik ausprobiert. Wirkt echt beruhigend. Fantastisch! Es freut mich so sehr, das zu hören. Merkst du denn auch, dass du besser schläfst? Absolut. Ich wache nicht mehr völlig gerädert auf, sondern bin irgendwie klarer im Kopf. Klar, nicht jeden Tag, aber oft genug, um den Unterschied zu merken. Ich habe auch kapiert, dass ich nicht immer alles durchziehen muss. Wenn der Tag stressig ist, mache ich nur das Nötigste. Ein bisschen atmen, ein Glas Wasser, fertig.
Das reicht, um das Gefühl von Kontrolle zu behalten. Genau das ist die Idee. Flexibilität innerhalb der Routine. Wenn du dich nicht gut fühlst, machst du die Light-Version. Und das Wichtigste, du fällst nicht komplett raus. Ich hatte tatsächlich letzte Woche so einen Tag. Totaler Stress, Überstunden, keine Lust auf irgendwas. Ich war kurz davor, wieder in den alten Rhythmus zu rutschen. Aber dann habe ich deine Tabelle rausgeholt und mir gedacht, okay, mach wenigstens eins davon. Ich habe dann nur 1 Minute geatmet und das hat gereicht, um nicht komplett abzudriften. Das ist ein Riesenerfolg, Jonas. Viele denken, sie müssen immer 100% liefern. Und wenn das nicht klappt, geben sie auf. Aber genau dieses Denken sabotiert alles. Lieber 20% als 0%. Stimmt. Und weißt du was? Ich habe angefangen, meine Routinen an meine Wochen anzupassen. Sonntags mache ich jetzt einen kurzen Wochencheck. Was lief gut? Was hat nicht funktioniert? Was will ich nächste Woche anders machen? Großartig. Dieses bewusste Reflektieren verstärkt den Effekt deiner Routinen noch. Ich mache das auch. Meistens bei einem Tee am Sonntagnachmittag. Kurz überlegen, brauche ich mehr Ruhe, mehr Bewegung, weniger Handy? Und du hattest recht mit dem Frühstück. Ich esse jetzt fast jeden Morgen Haferflocken mit Banane und Zimt. Hätte ich nie gedacht, aber ich bin viel länger satt und nicht mehr so schlapp vormittags. Haferflocken sind total unterschätzt. Und du merkst, es geht gar nicht nur um Disziplin, sondern um gute Rahmenbedingungen. Wenn der Start in den Tag stimmt, wird der Rest viel leichter. Eine Sache beschäftigt mich aber noch. Was ist, wenn das Leben plötzlich richtig chaotisch wird? Also so richtig Krankheit, Jobkrise, emotionaler Ausnahmezustand? Wie hält man da noch Routinen durch? Guter Punkt. In solchen Phasen ist das Ziel nicht alles weiterzumachen, sondern sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Vielleicht machst du dann nur die Abendroutine. Oder du führst ein Mini-Tagebuch. 3 Stichworte. Oder du atmest morgens 10 Sekunden tief durch. Wichtig ist, dass du dir selbst zeigst, ich bin noch handlungsfähig. Auch kleinste Handlungen haben eine große Wirkung in Krisenzeiten. Das macht Sinn. Es geht also nicht darum, perfekt zu funktionieren, sondern sich selbst einen Anker zu geben. Genau. Und du kannst Routinen auch emotional nutzen. Zum Beispiel, wenn du Angst hast, leg dich bewusst hin, mach die 4-7-8 Atmung, schreib die Angst auf. Das schafft Abstand. Und was du aufschreibst, bleibt nicht in deinem Kopf hängen. Ich merke richtig, wie viel ruhiger ich geworden bin in den letzten 3 Wochen. Selbst meine Mitbewohnerin hat gefragt, ob ich einen Kurs mache oder sowas. Vielleicht solltest du bald selbst einen geben. Na, ich glaube, dafür brauche ich noch ein paar Wochen. Aber wer weiß, ich hätte nie gedacht, dass ich mal freiwillig früher aufstehe oder Tee statt Energy Drink trinke. Und das alles hast du dir selbst aufgebaut. Ich habe dir nur ein paar Impulse gegeben. Du hast sie umgesetzt. Schritt für Schritt. Dafür bin ich dir echt dankbar. Ohne deine Tipps, die Tabelle und deine ehrliche Art hätte ich es wahrscheinlich nie ausprobiert. Ich habe echt Feuer gefangen. Und das ist erst der Anfang. Wenn du willst, schauen wir uns beim nächsten Mal deine Wochenplanung noch etwas genauer an. Vielleicht entwickeln wir eine ganz eigene Routine für stressige Phasen. Sehr gerne. Und bis dahin halte ich mich an dein Motto. Klein anfangen, aber dranbleiben. Das ist der beste Weg. Also, auf die Macht der Routinen. Auf die Routinen und auf ein Leben mit mehr Ruhe und Klarheit. Weißt du, Jonas, das Schöne an Routinen ist, dass jeder damit anfangen kann. Ganz egal, wie chaotisch das Leben gerade ist. Es braucht keinen perfekten Plan, nur einen kleinen, bewussten Schritt. Ich hätte nie gedacht, dass mich ein Glas Wasser, eine kurze Atemübung und ein Notizbuch so verändern könnten.
Aber genau das war der Anfang. Und dann kam der nächste Schritt. Und noch einer. Und plötzlich ist man mittendrin. Nicht, weil man sich zwingt, sondern weil es sich gut anfühlt. Und weil man merkt, ich gestalte meinen Tag, nicht umgekehrt. Studien wie die der Sleep Foundation oder der American Psychological Association bestätigen das längst. Aber das Wichtigste ist, du spürst es am eigenen Körper. Absolut. Ich bin der lebende Beweis. Ich war chaotisch, unorganisiert, dauermüde. Jetzt habe ich Struktur, bin konzentrierter, entspannter und habe trotzdem das Gefühl, mehr Leben im Alltag zu haben. Und das Schöne ist, man muss nichts perfekt machen. Ein schlechter Tag bedeutet nicht das Ende. Du kannst immer wieder anfangen. Auch mit nur einer Minute Atem, einem Glas Wasser oder einem Gedanken im Tagebuch. Ich denke mir oft, wenn ich das schaffe, dann schafft das wirklich jeder. Man muss nur loslegen und dranbleiben. Egal wie klein der Schritt ist. Ganz genau. Also an alle da draußen, probiert es aus. Sucht euch eine kleine Routine, etwas, das euch gut tut, und schaut, wie sich daraus mehr ergibt. Euer zukünftiges Ich wird es euch danken. Und wenn's mal nicht läuft, kein Stress. Es geht nicht um Perfektion, sondern um Richtung. Ich bin dankbar, diesen Weg angefangen zu haben. Und ich freue mich riesig, dass du ihn weitergehst. Gemeinsam ist's leichter. Und manchmal reicht schon ein Gespräch, um den ersten Schritt zu machen. Dann sagen wir es gemeinsam? Auf die Macht der Routinen.